Dringende Eilmeldung, ein Schock in der Welt des Finanzhandels. Saruyas Copyfix-Konto erleidet den dritten schweren Rückschlag in Folge. Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich darf David zu diesem Video begrüßen. Wunderschönen guten Tag. Vielen Dank. Schönen guten Tag an jeder Einzelne hier. Vielen Dank. Heute geht es um ein nicht ganz so lustiges Thema, und zwar hat uns die Meldung erreicht, dass ein Copy-Trader namens Saruya gestern zum dritten Mal den Totalverlust erlitten hat, was bedeutet, aktuell im dritten Anlauf 2000 Investoren wurden um ihr Geld gebracht. Dieses Video soll sich darum drehen, wie du halt einfach so ein bisschen vielleicht wie du im Copy-Trading einfach ein bisschen aufpassen kannst, um welche Parameter es geht, wie du das Ganze besser einschätzen kannst, was Anonymität im Copy-Trading mit sich bringt, und ich glaube, keiner kann das so gut erörtern wie jemand, der im Copy-Trading Geschichte geschrieben hat. Ja, übernimm die Blumen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich meine, du mit deinen 1300% Profit in 15 Monaten, das hat noch keiner geschafft. Das hat so noch keiner geschafft. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt irgendwo mal auf der Welt passiert ist, aber nicht, dass du jetzt gleich abhebst. Die Frage ist an dich, David, was kannst du denen mitgeben, wie kannst du Saruya bewerten? Lass einfach mal deine Gedanken fließen zu dem Thema. Ja, sehr gerne. Also freut mich auf jeden Fall, dass ich heute meine Erfahrungen mit euch teilen kann, weil geil, dass du das schon angesprochen hast. Ich glaube, ohne mich selber herausnehmen zu wollen, dass ich einfach der absolute Experte in diesem Bereich bin und meine Meinung doch schon einen großen Stellenwert haben könnte für den einen oder anderen, weil ich einfach wirklich alle Phasen im Copy-Trading durchlaufen bin. Und das Ding ist halt, wie ich auch damals, bevor das allererste Mal Saruya sein Copy-Trading vernichtet hat, auch da hatte ich schon ein Video zu gemacht, ein Warnvideo. Leider musste ich feststellen, dass ich erstens, aber da gehen wir gleich noch drauf ein, unfassbar viel Shitstorm dafür bekommen habe und zweitens dann doch nicht allzu viele Menschen erreichen konnte. Denn wenn wir mal kurz Zahlen, Daten, Fakten einfach mal offenlegen, Saruya hat heute das dritte Mal das Konto geplättet, das allererste Mal mit über 10.000 Investoren, das zweite Mal mit knapp 5.000 Investoren und jetzt zum dritten Mal, man muss sich mal wegtun, zweimal schon gescheitert, das dritte Mal sind immer noch 2.200 Investoren mit am Start gewesen. Und das ist natürlich besorgniserregend. Genau deswegen wollten wir heute dieses Video einfach dafür nutzen, um wirklich eine allgemeine Warnung auszusprechen rund um Expert Advisor, worauf du achten kannst, was im Copy Trading wichtig ist, was die Parameter sind, anhand du vielleicht schon eine Indikation haben könntest, wo das Ganze hinläuft. Und wie ich damals schon in dem Copy Trading oder in dem Video zu dem Copy Trader gesagt habe, es handelt sich um eine KI, es handelt sich um eine KI, die keine Verluste akzeptiert, und da kannst du einfach einen Parameter relativ simpel erkennen, nämlich die Trefferquote, denn sind wir mal ehrlich, wer hat eine Trefferquote von 100%? Ist die jemand bekannt? Ja, das sind die Leute, die keine Verlusttrades akzeptieren. Oh, das ist ja ein ganz, ganz großer Zufall. Was heißt das im Umkehrschluss, wenn jemand keinen Verlust akzeptiert? Das heißt ja nicht, dass der einfach jeden Trade macht und der ja sofort aufgeht, sondern das heißt, er wird auch mal einen Trade laufen haben, der mal komplett gegen ihn geht und diesen Verlust einfach nicht realisiert. Das heißt, der Trade wird so lange offen gehalten, im besten Falle, bis das Ding im Profit ist. Dann kann man diesen Trade schließen. Somit hat man diese 100%ige Trefferquote. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist, das Ding erleidet den Totalverlust. Und das ist das most unlikely Szenario, sage ich einfach mal. Und vor dem möchte ich euch einfach hier bewahren, weil es gibt bestimmte Parameter, auf die wir jetzt eingehen werden, anhand dessen du so etwas schon früher erkennen kannst. Oder vielleicht kannst du jetzt gleich auch nochmal darauf eingehen, was sind die Dinge, die du persönlich mit deiner Expertise, auf die du achten würdest, woran du erkennen könntest, ist das jemand, der hat Potenzial, ist das jemand, dem du dein Geld anvertrauen würdest, was wären deine Parameter in diesem Falle? Ich kann das eigentlich sehr, sehr gut aus der Ich-Perspektive berichten, weil Punkt 1, ich habe an deinem Copy-Trading halt partizipiert, beziehungsweise wir sind beste Freunde, Geschäftspartner, das heißt, ich habe es da mitbekommen. Punkt 2, ich bin selber Copy-Trader. Ich habe mir dein Copy-Trading übernommen, da ist gleich auch noch ein paar Dinge zu. Deswegen, ich glaube, wir können uns sehr, sehr gut in beide Lagen versetzen, Investor und Trader, und da halt einfach schon mal besprechen, was sind da so ein paar Dinge. Also Punkt 1, für alle die im Trading schon zu Hause sind, die wissen, was Copy Trading ist. Für alle anderen, ganz kurzer Einschub, Copy Trading ist nichts anderes, als dass du dich mit deinem Trading-Account an jemand anderes koppelst, was bedeutet, an einen Trader beispielsweise, du bist Copy-Trader, ich will von deiner Performance partizipieren und profitieren, das heißt, ich mache mir einen Trading-Account,
koppel meinen Trading-Account mit deinem Account und alles, was du auf deinem Account machst, wird proportional zu meiner Accountgröße bei mir übertragen. Ja. Und du kannst das oder du managst das Ganze, weil ich dir das halt entsprechend anvertraue, habe aber die ganze Zeit in meiner Trading-Plattform deine Position der Übersicht. Ich sehe die ganze Zeit, was du machst, ich sehe die ganze Zeit, was passiert und habe sogar selber die Möglichkeit, wenn ich meine, es besser zu wissen, Positionen zu schießen. Ja. Ne, oder Teil zu schießen und so weiter und so fort. Das heißt, das an sich ist Copy Trading. Dann kommt der nächste Punkt. Aus Investorenperspektive hängst du dich an dieses Copy Trading dran und der allererste Punkt, der wichtigste Punkt, und das finde ich, da ist einer der wichtigsten Punkte, die dich ausgemacht haben im Vergleich zu den anderen. Ich sage das jetzt nicht, weil du mein Geschäftspartner und bester Freund bist, ich sage das halt einfach mal aus einer rationalen Perspektive. Du warst nicht anonym. Und aus meiner Perspektive direkt, du hast das Copy Trading an die Decke skaliert. Du hast eine Performance erreicht, die niemand vorher erreicht hat, beziehungsweise halt niemand uns Bekanntes. Der nächste Punkt ist, du hast das gemacht mit einer Community im Nacken. Das heißt also, du sagst, du unterstützt Menschen auf ihrem Weg zum Trader oder zur Traderin, was bedeutet, du hast einen gewissen Ruf zu verlieren. Was auch bedeutet, wenn du auf deinem Copy-Trading-Account Mist machst, dann bist du sofort eigentlich in der Verantwortung zu sagen, warum kannst du es anderen Menschen beibringen, wenn du es doch selber nicht kannst. Ja. Und das kann ich aus meiner Perspektive sehr gut sagen. Ich habe dein Copy Trading ja übernommen, den Fund, wenn du es so möchtest. Und ich habe bisher 1-2% gemacht. Merke das halt aber auch selber, weil ich Punkt 1 halt in Ruhe schlafen möchte, weil ich halt bei dir mitbekommen habe, was das auch für eine enorme Drucksituation mit sich bringt. Und Punkt 2 ist halt einfach, für mich ist Trading nach mittlerweile 12 Jahren an den Märkten nicht nur kranke Profite zu erwirtschaften, sondern vor allem auch das Risiko zu managen und in schlechten Phasen zu überleben. Und das ist etwas, was wir unseren Traderinnen und Tradern als höchstes Gut mitgeben, nämlich in guten Tagen profitieren und abräumen, an schlechten Tagen nicht nur alles nicht wieder hergeben, sondern vor allem nicht die Hälfte oder dein ganzes Konto schrotten. Ja. 100%. Ja. Und das ist halt so eine Geschichte, weswegen, gut, wie gesagt, als ich den Fonds von dir übernommen habe, ich glänze da jetzt nicht mit Performance. Ich habe noch ein anderes Copy-Trading, das Krypto-Copy-Trading, was aktuell bei knapp 44% landet, aber man muss halt auch ganz klar sagen, wir sind nicht anonym, was aus Investorensicht, glaube ich, einer der größten Punkte ist, weil du kannst sehen, was wir machen. Du kannst sehen, wenn du von uns oder mit uns diesen Weg bestreiten möchtest, kannst du halt direkt sehen, labern die Typen nur Müll oder haben die halt wirklich was drauf? Und Punkt 3 ist, wenn wir jeden Tag auf der Mattscheibe sind, YouTube-Videos, Instagram-Stories, du hast eine andere Verbindung zu den Menschen, zu der Community und du hast ein ganz anderes Level an Verantwortung. Safe. Und das ist, da würde ich jetzt gerne den Ball zu dir rüberspielen. Sarouya, ob das Mensch ist, ob das einfach nur der Name für die KI ist, ob da ein Mensch, ob da 10 Menschen hintersteckt, no one knows. Was auch bedeutet, du machst ein Konto, du schrottest das Konto, you don't care, weil du die Leute nicht kennst. Du versuchst dir so viel Profit mitzunehmen, wie es geht. Du hast Shitstorm kassiert, weil du aufgehört hast und gesagt hast, Leute aufpassen. Und Leute haben gesagt, ja, du gönnst nicht, du willst, dass das Geld bei Dominik bleibt, bla bla bla. Und du hast den Leuten einfach nur gesagt, da stimmt was nicht in diesem System, das kann nicht aufgehen. Leute haben ihre erste Erfahrung gemacht, in Ordnung. Dann kam die zweite Erfahrung, so, und dann kam jetzt die dritte Erfahrung. Das heißt also, wie würdest du diese Anonymität aus deiner Sicht beurteilen? Besorgniserregend. Ich würde es schon in eine Kategorie einstufen, uninvestierbar. Also, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber Safe. das ist halt etwas, da solltest du dich komplett von fernhalten. Und das sage ich, wie gesagt, nicht, weil ich keinem gönne. Ich schwöre euch aus größtem Herzen oder vom ganzen Herzen, ich gönne jedem alles. Und sogar noch mehr. Und das Ding ist, welchen Nachteil hättest du, wenn jemand anderes einen Vorteil hat? Im Trading ist das Dümmste, was man annehmen kann. Du würdest andere schlecht reden, wenn es um Marketing oder sowas geht. Wir machen absolut kein Marketing. Das einzige Marketing, was wir machen, ist zu sagen, wir zeigen dir, dass wir es drauf haben oder wir zeigen dir, was wir drauf haben, viel eher gesagt. Es gibt gar keinen Grund zu denken, dass du es jemandem nicht gönnst.
Nee, 100% nicht. Und jeder, der auch mir gefolgt ist und dem ersten Warnvideo rund um diesen Expert Advisor gefolgt ist, der war mir im Nachgang auch extrem dankbar, weil ich da Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Euros retten konnte durch diese Warnung. Und ich muss leider feststellen, dass klar, ich kann nicht die ganze Welt retten, wir können nicht die ganze Welt retten, wir können nicht jeden erreichen. Ich musste aber trotz dessen feststellen, dass auch beim zweiten oder beim dritten Mal jetzt sogar, trotz dessen aufgrund der Gier, die Leute auch aus unserer Community hergegangen sind und dem das Geld in den Rachen geworfen haben. Ja? Und du hast nichts gewonnen, wenn auf die schnelle 400% Profit dastehen, aber dann an einem Tag, und es braucht nur eine einzige Kerze. Wir blenden jetzt hier einmal kurz den aktuellen Goldchart-Verlauf ein und schauen uns das Ganze mal auf dem Daily Chart an und wir werden feststellen, das ist eine große Kerze. 100%. Ja? Die kommt nicht jeden Tag vor. 100%. Was du dir aber 100%ig oder die Garantie, die ich dir geben kann, und die 100%ige Garantie ist, das wird 3 bis 5, 6, 7 Mal im Jahr vorkommen. Und wenn eine solche Kerze dein gesamtes Konto schreddert, sorry, dann hast du nichts gewonnen. Du kannst 10.000 Euro investiert haben, 400% Profit haben, davon gehen 30% an den Copy-Trader. Das heißt, letzten Endes bleiben dir dann doch trotzdem nur 20.000 Profit oder 30.000 Profit übrig. Wenn danach aber das Konto platt ist am nächsten Tag, hast du überhaupt nichts gewonnen. Und lass uns mal kurz darüber unterhalten, wie kann das überhaupt sein? Erstes Mal über 10.000 Menschen, zweites Mal über 4.000 Menschen, drittes Mal über 2.000 Menschen. Was, glaubst du, ist der springende Punkt, warum es immer und immer wieder, obwohl es das gleiche System ist, trotz dessen funktioniert? Geile Frage. Ich glaube, das ist das gleiche Phänomen, warum im Trading immer und immer wieder die gleichen Fehler auftauchen. Das ist halt einfach Gier, gepaart mit vielleicht einem Unverständnis für die Sache. Und da muss ich aus eigener Perspektive, aus eigener Erfahrung auch ganz klar sagen, zu glauben, man weiß etwas und es wirklich zu wissen oder zu erfahren, sind ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Du gehst an dieses Copy Trading und du siehst krasse Profite. Das heißt also, du siehst erstmal nur die Dollarzeichen. Dann überlegst du dir, wie viel Geld investiere ich? Und sind wir mal ehrlich, je mehr Geld man sehr, sehr schnell hat, desto besser fühlt es sich an. Ich glaube, irgendwann merkt man, Geld ist nicht alles im Leben, aber es fühlt sich erstmal geil an. Das heißt, es werden da vielleicht auch die ein oder anderen Risiken eingegangen, die halt auch bedeuten, ich investiere da und je mehr ich investiere am Anfang, desto schneller geht es ja auch nach oben. Dann versucht man sich ein bisschen, guck mal, der Hund im Hintergrund, da versucht man sich ein bisschen da quasi vielleicht mit der Materie auseinanderzusetzen. Und das Problem ist halt einfach die Gier, weil du machst Profit mit diesem Copy Trade in der Zeit X, aber du weißt ja nicht, wann der Tag kommt, der dich auseinandernimmt. Ja. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, Rationalität hat selten was mit Emotionalität irgendwo zu tun. Das heißt, du investierst 1.000 Dollar von mir aus, was für dich ein Betrag ist, der, wenn er weg ist, schade ist, aber dich nicht irgendwie in Gefahr bringt. Du machst das Ganze und das Ding ist halt, wann ziehst du die Kohle raus? Du wirst sie vielleicht rausziehen, 2-3K an Profit, aber das ist ja nicht so, dass du diese 2-3K Profit bis ans Lebensende irgendwie hoch und heilig sprichst. Irgendwann werden die vielleicht aufgebraucht, irgendwann musst du die nutzen oder du reinvestierst sie, weil du halt sagst, okay, ich habe aus 1.000 Euro 4.000 Euro gemacht, das heißt, vielleicht kann ich jetzt aus 5.000 Euro 20.000 Euro machen. So, und dann entweder, wie gesagt, reinvestierst oder du probierst es nochmal, weil es hat ja geklappt. Das gleiche wie im Trading, wenn du im Verlust nachlegst und der Trade doch noch aus Glück zurückkommt, aus Glück in Anführungsstrichen, dann hat es ja nochmal geklappt. Das heißt, du konditionierst dich auf einen komplett toxischen Prozess oder du konditionierst dich auf eine toxische Verhaltensweise und du weißt ja nicht, wann dieser Tag X ist. Das heißt, entweder du machst Hunderte von 100% Profit und wenn der eine Tag kommt, wo 100% weg ist, hast du alles verloren. Und der kommt ja garantiert und der Indikator dafür ist die Trefferquote. Genau. Liegt diese meiner Meinung nach hoch über 60%, ich würde sagen bis 60% ist halt alles noch im Rahmen, ja. Liegt diese vielleicht bei 70, würde ich sagen, okay, der realisiert weniger Verluste, das kann im wenigsten Fällen auch noch gut gehen. Alles, was darüber liegt, kann ich dir ganz klar sagen, maximal 12 Monate und eher kürzer als länger. Ja, das Ding ist platt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil du hast genau diese Trefferquote und wir müssen mal ehrlich sein, vor allem im Trading Space oder für Leute, die neu ins Trading kommen, denkt man halt immer, gute Trader haben eine
je besser der Trader, desto höher die Trefferquote. Ist halt absoluter Bullshit. Eigentlich je besser der Trader, das siehst du an zwei Dingen, und zwar an dem größten Verlusttrade im Vergleich zum größten Gewinntrade. Weil es ist, glaube ich, keine, wie sagt man, jetzt habe ich das Wort vergessen, es ist kein Geheimnis, endlich da, dass Traderinnen und Trader ein großes Problem haben, Gewinntrades laufen zu lassen, weil da werden sie ängstlich und lassen Verlusttrades laufen, weil da werden die hoffnungsvoll. Und Gewinn wird nicht nachgelegt, weil man Angst hat, Gewinn wieder zu verlieren. Im Verlust wird nachgelegt, weil man hofft, der Markt kommt schneller zurück und da sind die Verluste schneller wieder rein. Was bedeutet, wenn du einen Copy-Trading-Account siehst, wo die Verluste, der größte Verlust größer ist als der größte Gewinn, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tag X kommt, selbst wenn es nicht ein Totalverlust ist, aber selbst wenn es 50%, 60% weg sind, ist einfach sehr, sehr groß. Ja, 100%. Also das ist eine der wichtigsten Sachen. Da muss man einfach drauf achten. Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht im Thema sind, ja, ein guter Trader behandelt Gewinne genauso wie Verluste und Verluste genauso wie Gewinne. Das heißt, die sind auf einer Ebene. Das ist das, was du angesprochen hast. Und wenn jetzt eine Waage, sagen wir mal, das hier ist die Waage, und wenn das Ganze jetzt in eine Disbalance kommt, dann ist das im Falle dessen, dass der Profit höher ist als der maximale Verlust, natürlich sehr positiv. In dem anderen Szenario, dass der maximale Verlust deutlich höher ist als der maximale Gewinn, das heißt nichts anderes, als der Tag X wird kommen und wird dir einen Großteil deiner Performance wieder klauen. Und das sind Indikatoren, mehr oder weniger, die kannst du anhand der Performance, die ja bei RoboForex komplett transparent einsehbar ist, halt direkt schon einsehen. Ja? Du siehst einmal die Trefferquote, du siehst einmal den maximalen Gewinn, du siehst einmal den maximalen Verlust, du siehst den gesamten Chartverlauf, du siehst den maximalen Drawdown, aber auch da muss ich eine Sache sagen, im Falle vom Saruya jetzt, er hatte über 2 Monate einen maximalen Drawdown von 15%. Ist für 2 Monate schon nicht wenig, ist aber jetzt auch nicht, dass ich sage, okay, würde ich jetzt gar kein Vertrauen mehr reinsetzen. Das Ding ist halt einfach nur, wie wir jetzt gesehen haben, es reicht nur eine einzige Kerze und dann ändert sich das auf die Schnelle von 15 auf 100. Und das reicht, oder es darf niemals passieren, dass egal wie groß die Daily-Kerze ist, dass dich das Konto kostet. Denn ein professioneller Handelsansatz erlaubt es dir zu keiner Sekunde, in keiner Marktlage, keiner Marktphase dein Konto innerhalb eines Tages gegen die Wand zu fahren. Warum? Der Stop-Loss. Der Stop-Loss ist eine entscheidende Rolle oder spielt eine entscheidende Rolle im Risikomanagement und der ist unumgänglich. Das kann ich nur noch mal so betonen. Das Ding ist, der wird da draußen sehr, sehr oft negativ assoziiert und das ist ein sehr, sehr großer Trugschluss, alleine aus dem Grund, weil die meisten Leute nicht verstehen, oder damit assoziieren, das Ganze negativ assoziiert wird, weil sie erst einmal Geld verlieren. Was man aber auf der anderen Seite betrachten muss, ist, dieser Stop-Loss liegt ja dort, wo dein Setup nicht mehr intakt ist. Das heißt, du begrenzt in diesem Falle deinen Verlust, weil rückwirkend gesagt kann man ja immer hergehen, schau mal, hätte ich den Stop-Loss gelegt, hätte ich 2% verloren. Habe ich den Stop-Loss nicht gelegt, ist der vielleicht wieder in Profit gekommen, aber es besteht ja eine Chance, dass danach 100% verloren werden. Ja, und das ist halt etwas, das erlaubt dir kein einziger professioneller Handelsansatz, dass du mit einer Kerze irgendwie aus dem Markt rausgekickt wirst. Das ist halt einfach uninvestierbar. Ich kann es nur noch einmal betonen. Ja, das Problem ist, glaube ich, generell die Funktionsweise von Expert Advisor, weil du hast verschiedene Ansätze. Die typischen Ansätze, und das ist der Klassiker, ist der Grid-Ansatz, beziehungsweise Martingale. Was bedeutet, du legst einen Trade in den Markt, meistens mit einem festen Take-Profit, was schon mal in die Profitrichtung deinen Trade begrenzt, was ja nicht unbedingt schlimm ist. Das Problem ist halt aber, du wirst im Verlust wahrscheinlich nicht das Gleiche machen. Das heißt also, im Gewinn nimmst du dir 50 Pips mit, da liegt der Take-Profit. Im Verlust, wenn der Stop-Loss drin liegt überhaupt, wird er sehr wahrscheinlich nicht bei 50 liegen. Weil dann kommst du immer wieder in diesen Fall, dass du nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 hast und die wenigsten Expert-Advisor arbeiten so, weil die wenigsten Expert-Advisor eine große Trefferquote haben, weil sie eine eindimensionale Lösung auf ein mehrdimensionales Problem projizieren. Was bedeutet, sie versuchen halt zum Beispiel durch das nennt sich ja neurales Netzwerk, zu versuchen, die letzten 50 oder 100 Kerzen auszuwerten nach den OHLC-Daten, also Open, High, Low, Close, daraus einen Trend zu erkennen, dann zu versuchen, wir wollen irgendwo Gewinne mitnehmen, aber wir wollen halt, wenn der Verlust kommt, das irgendwie quasi kompensieren. Was bedeutet, es wird dann im Verlust
selten mit einem festen Stop-Loss gearbeitet. Es gibt auch von einigen Expert Advisor sogenannte Ninja-Modes, die eigentlich mit sich bringen, dass dieser Stop-Loss existiert, aber nicht dargestellt wird, weil immer gesagt wird, ja, der Broker könnte den halt so eine Stop-Loss-Hand machen oder sowas, deswegen wird der nicht fest reingelegt. Problem ist halt da, Slippage und so eine Geschichte, aber Stop-Loss ist vielleicht nochmal ein Thema auch für ein eigenes Video. Dann gibt es Martingale, was bedeutet, im Verlust wird nachgelegt und zwar immer mit einer größer werdenden Position, damit der Markt weniger zurückkommen muss in deine Richtung, damit schneller der Verlust wieder gerade gebügelt wird. Wohingegen beim Grid-Ansatz meistens ähnliche Positionsgrößen nachgelegt werden. Was natürlich dann halt auch in der Summe immer und immer größere Positionen bedeutet. Es gibt auch ganz viele Expert Advisor, die sich einfach nur auf Indikatoren beruhen. MACD, RSI, gleitende Durchschnitte. Es gibt Expert Advisor, die Ausbrüche handeln wollen. Aber das Problem ist, dass, guck mal, die Statistik sagt ja, dass über 60% aller Breakouts Fake-Outs sind. Was bedeutet, versuch mal einen Expert Advisor darauf zu programmieren, dass wenn ein Breakout kommt, dass er in einem Breakout, wenn er den handelt, 5, 6, 7-fach das Risiko im Profit verdient. Versuche ihm aber auch gleichzeitig mitzuteilen, wann ein Fakeout kommt und wie er dann seine Verluste halten soll. Und das ist halt eine gefährliche Sache. Vor allem weißt du, was das Witzige ist? Das sind ja auch in der Regel Laien, die das einfach programmieren. Es gibt ja so Expert Advisor Bilder und da geht ja nicht irgendjemand hin mit, keine Ahnung, 20 Jahren IT-Erfahrung und irgendwie Programmiererfahrung, sondern da kommt irgendein Typ hergelaufen, der in diesen Expert Advisor Bilder mal irgendwo gefunden hat im MetaTrader 4 und stellt da Parameter ein. Das heißt, all das ist ja für ihn unmöglich, in diese Parameter festzusetzen. Unmöglich. Und die Sache ist, ich glaube halt auch jemanden, der 20 Jahre Datenverarbeitungshintergrund hat und 20 Jahre Trading-Erfahrung hat, also weißt du, das ist halt relativ selten und deswegen diese Expert Advisor, sie haben halt ihre Limitierung, sie müssen es wahrscheinlich irgendwo auch haben, weil du ja selber als Mensch immer wieder vor dieser Situation stehst, nehme ich jetzt Gewinne mit oder lasse ich laufen, nehme ich jetzt meinen Verlust mit oder lasse ich laufen, das ist ja eine Frage, die wir uns selber immer wieder stellen müssen, wo wir halt ganz klar sagen, im Trading, du kannst nicht richtig liegen. Du kannst nur besser oder schlechter agieren, aber du kannst ja nie richtig liegen. Du kannst ja nie genau, selbst ein positiver Trade oder du sagst, ein Trade, der nach deinem System lief, der kann ja trotzdem noch 20 Pips weiter für dich laufen. Du kannst ja nicht immer richtig liegen, du musst nur in der Gesamtbilanz häufiger oder entweder häufiger Profit machen als Verlust machen, aber eigentlich halt einfach nur, du musst größeren Profit machen als Verlust machst, weil du kannst auch mit einer kleineren Trefferquote das Ganze machen. Und ein Expert Advisor ist eine Geschichte und wir haben auch damals eine Menge Geld investiert, um einfach verschiedene Sachen auszuprobieren, um uns auch zu versuchen, eine nicht emotionale Stütze zu holen, bis wir immer wieder gemerkt haben, es funktioniert nicht und dann immer wieder zurückgekommen sind. Und Punkt 2, das in einem Goldmarkt, wo der Goldmarkt wirklich sehr volatil ist und das unterschätzen die meisten. Mach mal einen Lot im Euro-US-Dollar auf und mach mal einen Lot im Goldchart auf. Die meisten Menschen wissen nicht, dass die Kontraktgröße bei Gold größer ist. Beziehungsweise, dass du halt mit einem Lot viel, viel mehr Einheiten kaufst, als in einem Lot mit dem Euro-US-Dollar. Und das ist eine ganz einfache Sache. Du kannst in den MetaTrader gehen und wenn du in den MetaTrader gehst, auf einen Markt klickst, dann kannst du halt auf Details klicken und da siehst du die Kontraktgröße. Und die ist im Euro, australischen Dollar zum Beispiel 100.000 und bei Gold ist sie 100. Das heißt also, du wirst 100 und 100.000, die 1000-fache Positionsgröße so gesehen eröffnen in der Verhältnismäßigkeit, was diese Kontrakte anbelangt, was einfach bedeutet, du kannst jetzt nicht sagen, okay, 1000-fach größer wird ein Lot dargestellt, weil der Goldchart halt nur 2 Nachkommastellen hat. Aber dir muss bewusst sein, die gleiche Positionsgröße in einem Forex-Markt wie in einem Commodity-Markt ist nicht der gleiche monetäre Gegenwert. 100% wird aber genauso verwendet, kann ich dir sagen. Und auch nur aus diesem Grund entstehen ja diesen riesengroße Gewinne. Ich will nicht sagen, ich habe ja selber 1400% Profit gemacht. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, sondern ich habe es bewiesen. Das Ding ist aber, 1400% innerhalb eines Monats, das ist nicht möglich. Zumindest nicht mit einer gewissen Sicherheit dahinter. Das ist das halt. Und guck mal, und ich erinnere mich noch sehr, sehr häufig daran, wenn du zum Beispiel Trades offen hattest und dann 1%, 2% Drawdown waren und dann warst du aber im Gewinn und du hast bei 2% selten geschlossen. Ich erinnere mich an Momente, wo ich dir geschrieben habe, nimm mit
und du gesagt hast, ich muss laufen lassen und du hast laufen lassen, hast am Ende 3%, 4% Profit mit den gleichen Trades eingeloggt, was bedeutet, du musst dich aktiv da entscheiden, wie du die Marktsituation bewertest. Und da würde ich persönlich immer sagen, ist der Mensch der KI noch überlegen. Und vor allem die Sache ist halt, dann warten wir mal ab, dann kommt noch mehr KI ins Börsengeschehen, dann gibt es KIs, die KIs bewerten. Das wird sich nur hochschaufeln, dass du trotzdem irgendwann immer wieder in dieser Clinch-Situation bist und halt sagst, es muss eine Entscheidung getroffen werden. So, aber letztendlich Goldchart ist das Problem und ich glaube, Sarouya hat ja auch, heißt es Sarouya? Ja. Hat ja auch fette Positionen. Ja, klar. Was war die Accountgröße und was waren die Lotgröße? Weißt du das ungefähr? Ich weiß das noch beim ersten Account, aber jetzt beim dritten habe ich nicht mehr spezifisch drauf geachtet. Das Einzige, was ich weiß, 2 Monate Konto platt. Und ich glaube auch, das ist das Einzige, was tatsächlich hier hängen bleiben muss, dass du halt in Zukunft nicht mehr darauf reinfällst. Ja. Und nochmal auf das Thema Expert Advisor, das nochmal von der anderen Seite zu beleuchten. Wenn wir jetzt einfach nur mal logisch nachdenken. Börse ist immer Geldumverteilung. Nehmen wir mal an, Sarouya ist die KI, ist der Expert Advisor schlechthin. Warum betone ich das so? Das kann für ein paar Monate gehen. Das kann vielleicht, wenn es ein richtig geiler Expert Advisor ist, 1, 2, 3 Jahre funktionieren. Das Ding ist, je länger so einer ja funktioniert, mit je mehr Kapital arbeitet der ja auch in der Regel, das bleibt ja nicht unentdeckt in der Regel, erst recht nicht bei einem öffentlich zugänglichen System. Richtig. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, alles klar, wir sehen, eine KI zerstört gerade den ganzen Markt. Was wird passieren? Die Banken und Institutionen schlafen ja nicht. Die werden das Ding scannen und allerspätestens dann, wenn es zu groß geworden ist, wird das Ding schamlos ausgenutzt, weil man kennt die Parameter, man weiß, wo das Ganze hinlaufen wird, man weiß, in welcher Situation er wie reagieren wird. Was wird passieren? Mit der doppelten Positionsgröße wird sich dagegen gestellt und das Geld wird schön in die Banken und in die Institutionen umverteilt. Komplett. Und das ist halt der Punkt, es geht halt immer um Liquidität und das ist auch der ganz, ganz wichtige Punkt. Entweder du nutzt die Liquidität oder du bist die Liquidität. Ja. Und Schön ich habe gesagt. mal remote in einem Trading Floor gehandelt und die Frage ist halt immer sehr, sehr häufig, wie handeln Institutionen und Banken? Und da wird ja auch immer gesagt, das wird alles auch KI gestützt oder das sind halt Manager, Hedgefondsmanager, die das machen und sowas. Und wenn du halt so eine, ich will nicht sagen professionelle Trading-Software verwendest, aber es gibt halt viele verschiedene Ansätze und ein Ansatz ist zum Beispiel so eine Time-of-Sale-Liste. Da siehst du ja halt die verschiedenen Transaktionen, die da durchlaufen und da kannst du dir mit dieser Software in der Farbe anzeigen lassen, was hat diese Transaktion bewirkt. Wenn eine Transaktion grün da durchgeschoben wird, dann bedeutet das, dass diese Transaktion den Preis angehoben hat, um einen Tick bzw. zum nächstverfügbaren Preis. Eine gelbe Transaktion war, der Preis ist gleich geblieben und rote Transaktion war, der Preis ist durch diese Transaktion gefallen. Und wenn du das Ganze jetzt mal beobachtest und halt einfach siehst, Banken sitzen da, ballern ihre Positionen von mir aus rein und die ballern die Position rein und keine Ahnung, da ist ein Gegenspieler und da ist eine ganz fette Liquidität auf einem Preis, nämlich da, wo Sarouya short geht beispielsweise. Dann können die sich ja überlegen, was steckt dahinter bzw. was passiert. Und ich meine, Chartbilder ist ja nichts anderes als Massenpsychologie mit einem Graphen dargestellt oder mit Preisen dargestellt und aus diesem Grund lernen wir ja, Stop über das Hochlegen oder halt hier Fake-Out, Breakout, Support und Resistance. Das sind Dinge, die, wenn du das Ganze ein bisschen institutioneller betrachtest, eigentlich kaum jemand verwendet. Da werden halt ganz, ganz andere Werkzeuge genutzt, aber im Prinzip genau wie du halt sagst, dann wird dieser Expert Advisor mit so viel Liquidität immer größer, dass irgendwann du auf dieser Time of Sale ist oder irgendwann in einem Volumencluster auftauchen, die Leute da sehen, da liegt viel Liquidität. Und die wissen, die machen nicht das Geld, indem die Liquidität eingesammelt wird, sondern die machen das große Geld, wenn die Liquidität ausgelöscht wird. Das heißt, diese Liquidität wird in einen Rahmen gebracht, wo es schmerzhaft wird. Und wenn das innerhalb eines Tages in einem Goldmarkt passiert, dann ist ein Expert Advisor zum Scheitern verurteilt des Grauens. 100%, 100%. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, lass uns noch einmal kurz alles zusammenfassen und die wichtigsten Punkte hier kurz und knapp erwähnen, woran du in der Lage bist, schon bevor du investiert hast, zu erkennen, hat das Ganze Potenzial oder hat das Ganze kein Potenzial. Ja? Ganz wichtig dazu zu sagen, es gibt niemals die 100%ige Garantie. Wir können uns immer nur auf Statistiken berufen, die aus der Vergangenheit stammen. Das bedeutet, es könnte eine Indikation für die Zukunft sein, muss es aber nicht. Das bedeutet,
ganz, ganz klar den Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, das Thema Anonymität. Ich will nicht sagen, dass man dort gar nicht rein dürfte, in Anführungsstrichen, aber da würden bei mir schon alle Alarmglocken direkt angehen, weil eine Sache bringt diese Anonymität mit sich, und zwar keine Verantwortung. Wenn du nicht in der wenn du nichts zu verlieren hast, ja, sondern nur gewinnen kannst, indem du zockst mit fremdem Geld, dann ist es dir eigentlich komplett scheißegal. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Das heißt, erster Punkt, achte darauf, dass du im besten Fall weißt, wer dahinter steckt. Der zweite Punkt ist, schau dir ganz genau die Parameter dieses Traders an. Und zwar gibt RoboForex uns ganz viel Ausschluss darüber. Du kannst alle Positionen sehen. Bevor du dran bist, ganz unten in der Statistik wird jede Position aufgeführt. Du hast darüber hinaus die Möglichkeit zu sehen, was ist die Drawdown-Statistik, was ist der ganze Verlauf, der Performance-Verlauf, wie sieht das Ganze aus. Du siehst den maximalen Verlust, du siehst den maximalen Gewinn und du siehst die Trefferquote. Und diese Parameter sind entscheidend dafür. Jetzt musst du dich natürlich ein wenig damit auskennen, aber wir haben dir schon ein paar Gedanken dazu geliefert. Hohe Trefferquote, über 70%, Finger weg. Sage ich ganz selbstbewusst, Finger weg. Das ist etwas, das funktioniert ein paar Monate, das Ding wird irgendwann gegen die Wand fahren. Ja, das ist der erste Ding. Dann achte darauf, dass der maximale Gewinn im besten Falle deutlich größer ist als der maximale Verlust und schau dir mal wirklich einfach die Position an, damit du so ein bisschen ein Gespür dafür bekommst. Darüber hinaus, wenn du startest, nimm erstmal das kleinste Kapital, was für diesen Copy-Trader zur Verfügung steht. In der Regel fangen die meisten ab $100 an. Kann ich immer nur noch mal ans Herz legen, damit du auch siehst, wie reagiert dieses System, wie reagiert dieser Trader auf vielleicht auch mal schwierigere Marktsituationen, die durchaus innerhalb der nächsten 1-2 Monate definitiv vorkommen werden. Das wäre noch so ein Punkt. Und wenn ich nichts vergessen habe, oder hast du noch irgendeinen Punkt? Das ist es eigentlich. Also je länger ein Copy-Trader schon auf der Plattform ist, desto besser ist es halt auch, je länger der Track Record ist. Und auch da muss man ganz klar sagen, es heißt nicht, dass Leute, die lange dabei sind, automatisch besser sind. Es gibt auch Ausnahmetalente, aber das muss sich in deinem Risikomanagement, mit deinem Kapital halt einfach irgendwo angleichen. Das heißt also, jemand ist ganz neu auf der Plattform und es sieht gut aus. Investier von mir aus, aber mach's halt mit dem kleinen Teil. Ja. Und das ist halt der Punkt, weil den Schaden, den trägst du. Und das ist halt die Geschichte, dass wir allein schon durch diesen psychologischen Faktor ja die Verluste immer 2,5-fach so schwer wiegen wie Gewinne. Gewinne sind schön, aber das Ding ist halt, was machen die Verluste mit dir? Deswegen so, es ist eine Sache, du musst wahrscheinlich auch die ein oder andere Backpfeife kassieren, aber ja, Piano machen, anschauen, was die Statistik sagt und wirklich Schritt für Schritt. Wenn Leute anonym da sind, dann hat das meistens auch seinen Grund. Ja. Und wenn die einfach nur generell ihre Existenz schützen wollen, ist ja in der heutigen Zeit nicht verwerflich, dann investier, aber mach's halt mit einem Gewissen, mach's halt vernünftig und mit einem kleinen Beitrag. Ja, und eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, und zwar der Performance-Verlauf. Alles, was zu gut ist, das ist es. Also alles, was zu gut aussieht, das ist es in der Regel auch. Das heißt, wenn du siehst, innerhalb von kurzer Zeit viele Prozente, Achtung, Abstand, wirklich dort nicht rein investieren, weil du wirst wahrscheinlich derjenige sein, der dann dazukommt und das Ding wird dann dein gesamtes Kapital fressen. Sehr geiler Punkt, weil mir ist gerade auch noch aufgefallen, es gibt immer die Sache mit CopyFX und ich persönlich finde diesen Track Record, diese Performance auf einer Copy-Trading-Plattform gut, weil da siehst du halt auch die Drawdowns, weil mir fällt gerade ein, bei MyFXbook beispielsweise, da kannst du nur dein Kapital anzeigen lassen, aber nicht die Equity. Die Equity kann dann verschlüsselt werden, was bedeutet, du kannst Positionen einloggen und dein Kontostand wird größer, du kannst aber eine Minusposition laufen lassen und deine Equity wird immer kleiner, das wird aber nicht angezeigt. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, achte darauf, dass du auch den Equity-Verlauf siehst und nicht nur rein den Kontostand. Weil das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Rund um MyFXbook gibt es einiges zu erzählen. Ich glaube, da machen wir sogar tatsächlich nochmal ein separates Video dazu, weil ihr werdet mit Sicherheit nicht glauben, was dort diesbezüglich alles möglich ist. Ich habe alles schon mitbekommen. Ja? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe wirklich, dass du großen Bogen um diesen Typen machst. Wie gesagt, wir gönnen jedem vom Herzen, aber wir gönnen vor allem euch, dass euer Kapital bei euch bleibt. In dem Sinne, geistkranken Handelstag, geistkranke Handelswoche und das Allerbeste für dich, für euch. Ciao, ciao. Bis bald, ciao, ciao.